Jo, hier einmal das nun fertige Programm, wie es auf dem Atmel Atayni 2313 ausgeführt wird. Kurze Erläuterung: Wir haben hier 3 Taster eingesetzt. Der erste selektiert das Servo. Mit den beiden weiteren kann ich halt die Richtung in Plus- oder Minusrichtung, nenne ich das jetzt einfach mal, starten. Hier habe ich 2 Leuchtdioden, sind beide aus, ist Servo 1, dann sagen wir es 0, Servo 0 eingestellt, das ist das. Leuchtet die, ist es das Servo, leuchtet die, ist es das Servo, leuchten beide, ist es das Servo. Und dann geht das wieder von vorne und mit der Taste wird das eben ausgewählt. So, wenn man das Programm unter Saft setzt, dann werden erstmal die Servos auf die Mittelstellung gesetzt und passieren tut zunächst mal nichts. Jetzt hiermit kann man das durchtickern. Sieht man hier Servo 0, 1, 2, 3. Okay, fangen wir mit dem ersten Servo an. Ich klicke hier, dann fängt das hier an zu laufen. Man kann jetzt immer die Taste wieder drücken und wenn man das drückt und das läuft in dieselbe Richtung, stoppt es. Läuft es in die andere Richtung, wird es halt umgedreht. Und hier, das ist eben die andere Richtung. Okay, dann kann man hier das nächste Servo wählen. Da. Und dann starten wir das. Da kann man jetzt genau denselben Quatsch mitmachen. So, und dann haben wir noch das Servo Nummer 2, also 0, 1, 2. Und das starten wir jetzt auch. Und dann haben wir noch das letzte Servo. Und das starten wir auch. Und jetzt laufen halt 4 Servos, angesteuert mit einem Atmel 2313. Und um Strom zu sparen, kann man das hier so einstellen, damit die Leuchtdioden nicht alle leuchten. Gut. Okay, das zu diesem Thema. Und dann soll das Programm eben angeschaut werden, wie es jetzt komplett ist, und ich möchte das dann mit euch zusammen noch ein wenig dokumentieren, dass ich das auch besser verstehe und ihr auch. Okay. Okay, starten wir hier. Ich gehe mal wieder nach oben. Ich habe mir das hier leider ganz runtergeholt. So, dann machen wir das Programm. Das ist jetzt genau das, was vorhin hier auf dem Chip gelaufen ist. Hier haben wir die Sprünge zu den Interrupt-Routinen. Die Interrupts springen genau hier auf diese Adressen. Es ist wichtig, dass ein R-Jump-Befehl benutzt wird und der springt dann an die entsprechenden Interrupt-Routinen. Hier sind die Interrupt-Routinen, die nicht genutzt werden. Die sind also direkt hier hinter, int 0, int 1 und so weiter. Die kriegen einfach einen Return vom Interrupt. Und diese 3, einmal der Reset, einmal Tim1 Compa und Tim0 OVF, die haben dann wirklich Programmteile, die ich geschrieben habe. So, dann haben wir hier die Konstanten, also da haben wir den Servo Minimalwert, den Servo Maximalwert und den Servo Mittelwert. Dann haben wir hier die verschiedenen Register, denen haben wir Namen zugewiesen. R16 ist Temp, 17 ist Porty, das wird für die Ausgabe benutzt. T0 Mode, das war ein Mode für den Timer 0, in welchem Mode er sich gerade befindet. Dann haben wir hier die Kanäle, auf welchen Positionen die sind, das heißt Kanal 1 bis 4. Dann haben wir hier die Richtung der Kanäle und dann haben wir hier noch einen zweiten Temp, den brauchen wir, und dann ein Select-Kanal, das brauchen wir, wenn wir mit dieser Taste da durchtickern, dann wird eben dieser Select-Kanal von 0 bis 3 laufen, dann, damit dann die Tastendrücke die richtigen Kanäle hier verändern, oder die Richtung davon. Und dann haben wir noch einen Temp-Key, der ist wichtig. Da wird dafür gesorgt, dass wenn ich so eine Taste drücken, die nicht
immer wieder auslöst, sondern dass eben nach einem Tastendruck gewartet, bis ich die wieder loslasse. Dafür wird Temp Key genutzt. So, dann haben wir hier den Reset-Händler und da wird erstmal das Statusregister SREC auf 0x80 gesetzt. Kann das jetzt nachblättern, muss man aber nicht. Das ist wichtig, sonst gibt es gar keine Interaktion, wenn das nicht im Programm steht. So, dann wird hier der Port B komplett auf Ausgabe gestellt. Port B ist der, wo die Kanäle angeschlossen werden. Der hat nicht so viel Bits, aber das kann man trotzdem machen. So, dann Ausgänge 4 Servos auf 1. Das heißt, Portkey wird auf 0x0F gesetzt, also alle 4 Bits gesetzt, und der wird auf dem Port B ausgegeben. Weil wir starten mit einem hohen Impuls für alle Servos. So, dann haben wir hier Port D. Der wird so eingerichtet, dass die ersten 3 Bits, also da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten, also dort wird auf den ersten 3 Bits ein High gesetzt. Das bedeutet, dass, weil ich das hier zu einem Eingang mache, ich setze also hier auf das DDRD-Register für Data Direction. Da werden die ersten 3 Bits 0 und dahinter die alle 1. Und das bedeutet, dass hier diese Ausgabe bedeutet, dass die Ports-Eingabe einen Pull-Up-Widerstand haben. Was macht dieses, dass der Port D die 3 Bits gesetzt sind, obwohl es ein Eingang ist? Dann bedeutet das für den Eingang, dass Pull-Up-Widerstände benutzt werden. Dann kann man einfach eine Taste an Ground anschließen und wenn man die drückt, die Taste, dann wird das Signal nach unten gezogen und ansonsten ist es auf 1. Das bedeutet das mit den Pull-Up-Widerständen. So, dann haben wir das hier. Dann werden die Register eingestellt. Timer 8, TCCR0B. Da gucken wir jetzt vielleicht doch nochmal in die Anleitung. So, der Timer 0 ist der 8-Bit-Timer. Und so, da haben wir Timer Counter Control Register A und B. So, hier sind wir beim Register B. Und das ist für den Teiler. Dort wird 02 ausgegeben. Das heißt, hier hinten die beiden Register und dann geht man hier runter und schaut, was bedeutet das. Das bedeutet dass das Taktsignal durch 8 geteilt wird. Das wird ja intern durch 8 geteilt und nochmal durch 8. Das bedeutet reell durch 64 und bei den 8 MHz Taktfrequenz ist das eben genau passend. So, das war hier das Timer Control Register B. Dann wird auf Timer Control Register A komplett 0 gesetzt. Das bedeutet normale Operation, normale Funktion, keine Sondersachen mit irgendeinem Compare Match etc. Das brauchen wir hier nicht. Und auch keine Fast PWM und so ein Kram. Okay, so, dann das waren wir gerade auf 0. So, dann wird der Counter selbst auf 0 gesetzt, also zurückgesetzt, falls das notwendig ist. Und das war's für den Timer 0. Dann geht bei Timer 1, das ist ein 16-Bit-Timer. So, da setzen wir das Timer Control Register A auch auf 0, normale Funktion. Und da wird auch 02 in Timer Control Register B gesetzt. Gucken wir uns das hier beim 16-Bit-Counter an. So, das war klar, das bedeutet normale Funktion. Und dann haben wir hier das B und dann haben wir auch hier die Register und da ist es genauso durch 8. Der läuft also mit demselben Takt.
So, und Timer Register A eben auch auf 0 für normale Funktion. So, dann haben wir hier OCR1AH. Ach, das sind die. Dieses Register soll 20 Millisekunden durchlaufen. Das entspricht einem 16-Bit-Wert von 09C4. Und der wird hier in das Register reingeschrieben. Wichtig ist hier, wenn man ein 16-Bit-Register schreibt, dass man erst das High-Byte schreibt und dann das Low-Byte. Liest man es genau umgekehrt, muss es ganz genau umgekehrt erfolgen. So, dann wird Interrupt Mask für beide Counter. Das ist nämlich ein Register, was alle betrifft. Und das heißt, der Interrupt wird für den Timer 0. Da kann man jetzt mal hier schauen, wo wir das Interrupt Mask Register finden. So, das haben wir hier. Und das ist jetzt für den 8-Bit-Timer. Da muss das hier gesetzt werden. Der soll mit Overflow laufen. Und beim 16-Bit-Timer, da haben wir hier auch Timmisk. Da haben wir diese Overflow Interrupt Enable, Bit 7, nein, wird nicht. Bit 6, OCE1A, Timer Output Compare A Match Interrupt Enable. Jo, der ist wichtig und das ist Bit 6. Das ist also 4 und hier 2 und deshalb wird hier auch eine 4.2 in, wo haben wir es denn? Hier, die 4.2 hexadezimal in die Interrupt-Maske für die Timer gesetzt. So, dann wird auch der Timer 16 auf 0 gesetzt. Das heißt, erst High, dann Low schreiben. So, der Mode für den Timer 0 wird auf 1 gesetzt. Dann werden die Kanäle auf die Servomitte gesetzt. Die Richtungen werden auf 2 gestellt. 0 ist rückwärts, 1 ist vorwärts, 2 ist stehend. So, der Kanal wird auf 0 gesetzt. Das waren die Initialisierungen für nach dem Reset. Hier kommt jetzt die Schleife Loop 1. Da wird Folgendes gemacht. Da wird erstmal geguckt, auf welchem Modus steht der T0-Mode. Steht der auf 0x01? Wenn nein, dann springen nach Loop 1. Also der macht überhaupt nichts, wenn der Mode auf 1 steht. Da läuft das Ding einfach. So, wenn der T0-Mode auf 0 gestellt wird, also nicht auf 1, dann wird erstmal hier der Kanal, der Timer, der Counter vom Counter 0 gestartet. Quatsch. Dann wird der eingelesen und der wird dann verglichen mit den verschiedenen Kanälen. Und wenn diese Kanäle, wenn also der Timer größer ist als ein gewisser Kanal, dann werden die Bits, die jetzt beim Start alle auf 0x0f standen, die werden dann gelöscht. Das ist hier das Bit 1. So, für den Kanal 2 ist es das Bit 2. Für den Kanal 3 das Bit Nummer 3, das heißt die 4. Das ist ja immer im Binärsystem. Und der letzte Kanal ist dann die 8. So, dann so kann man schauen. So, dann geht es hier weiter. Label 1, dann springt er da, springt nach Label 2, dann springt er nach Label 3 und hier springt er nach Label 3x und da macht er die Ausgabe des Porti auf dem Port B und springt wieder nach Loop.
So, jetzt kommt Timer 0 Overflow-Händler. Der Timer ist also durchgelaufen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir setzen den Counter wieder auf 0 zurück, setzen den T0-Mode auf 0 und setzen den Port B zurück. Das heißt, dass der 0 komplett ausgibt. So, T-Label, ich glaube, das brauchen wir überhaupt nicht hier. Sei es drum. So, dann kommt hier Timer 1 Comp A. Und zwar der Timer 1 ist durchgelaufen nach den 20 Millisekunden. Dann wird hier verglichen, ist die DIR 1, soll der Kanal 1 in Richtung 1 laufen, also nach vorne. Nö, dann geht er nach Label 4 und dann kommt hier, der Kanal wird um 1 erhöht. So, ist er größer als Servo Max? Nein, ist er nicht. So, dann ansonsten wird der Kanal halt auf Servo Max gesetzt und die Richtung umgedreht. Und hier ist eben, es war DIR 1 war nicht auf 1, ist denn DIR 1 auf 0? Nö, dann bringt er auch geht er nach Label 5. Gehen wir mal hier ein bisschen runter, springt er dahin. Dann wird der Kanal um 1 nach unten gesetzt, wird geschaut, ist der Kanal gleich Servo-Min? Nö, wenn ja, wird er auf Servo-Min gesetzt und die Richtung wieder umgekehrt. Also immer vor, zurück, so wie er das vorhin gesehen hat. So, und dann geht das hier weiter mit Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4 und dann sind wir hier Kanal 4. Da kommt noch das mit dem Kanal 4, ist der 0. Und LDE. So. Dann sind wir hier weiter, da werden jetzt die Tastendrücke verarbeitet. Es wird der Port D gelesen und der wird mit 0x07 unverknüpft, damit ich nur die ersten 3 Bits überhaupt da betrachte. Und dann wird das Ergebnis in den Temp Key mit dem Temp Key verglichen. So, wenn das gleich ist, dann springt er sofort nach Label 12XZ. Da muss man gleich mal schauen. Das ist ziemlich weit unten. So, dann ansonsten wird, wenn der Temp unterschiedlich zum Temp Key war, wird der Temp Key auf den Temp gesetzt. Temp 2 wird mit Temp gesetzt. Das ist, weil jetzt mehrfach halt verglichen wird. Temp 2 wird und verknüpft mit 0x01. Und wenn das 0 ist, dann ist das ein Kanalwechsel. Also, da wird der Cell-Kanal um einen erhöht, wird geschaut, ist der 4, nö, dann macht er da weiter, ansonsten wird er auf 0 gesetzt. So, dann wird der Cell-Kanal in den Temp geschrieben und dann wird der 1, 2, 3 dreimal verschoben, weil der Port D, die Ausgänge, das sind nicht die Bits 0, 1, 2, sondern die Bits 3, 4 und 5. Und deshalb muss das dreimal verschoben werden. Dann machen wir da noch eine Oder-Verknüpfung mit 0x07. Der Grund dafür ist, dass der Port D unten die Bits gesetzt sein müssen für die Pull-Up-Widerstände für die 3 Tasten. So, dann wird das ausgegeben auf Port D und wir springen nach Label 12X. So, dann haben wir hier Label 12XZ. Ich glaube, den haben wir hier oben gehabt. Wo war der? Label XZ. Das war gemacht worden, wenn der
Temp Key nicht gleich war. 12xz. Und dann springt dann, okay, das kann man auch anders machen. Jetzt ist es so. So, dann geht es hier weiter. Das Label 12, müssen wir gucken, wo haben wir den? So, Tastendrücke, in Temp, an die Temp. Okay. So, das haben wir hier. Das ist die Taste 1 gedrückt, dann war das, oder 0, dann war das halt der Kanalwechsel. Und hier kommt jetzt wieder, wird Temp 2 mit Temp geladen. Jetzt wird das Bit 2 abgetestet, Richtung rückwärts. Und dann wird geschaut, ist der Cell-Kanal auf 0? Nö, wenn ja, dann wird dir 1, ist der 1 gleich 0. So, das heißt, wenn ich schon die Richtung 0 habe und ich will 0 schreiben, dann macht er das auf 2, dann bleibt das Servo stehen. So, hier ist dann Label 14x. Wir haben nicht 0 da drin stehen, dann wird das die Richtung auf 0 gesetzt, dann wird es rumgedreht. Und so, müssen wir gerade mal schauen, wo haben wir Label 14. Ja, der Cell-Kanal ist nicht 0. Dann springt er hier in und dann wird geguckt, ist das denn die andere Richtung? Ja, ist das 1? Und dann geht es weiter. Und hier ist das der Kanal 2. Und hier kommt dann bestimmt nochmal Label 16x. CP-Cell-Kanal 2. Genau, 2 ist ja DIR 3. Und dann kommt das hier noch für DIR 4. So, Temp 2, Temp. Die Richtung vorwärts, also die andere Taste gedrückt und dann kommt das Ganze genauso, nur in umgekehrter, mit umgekehrten Vorzeichen. Und dann sind wir auch schon am Ende des Programms. So, Label 12xx und Label 12x. Das 12xx war deshalb notwendig, weil hier DIR 4 mit 1 geladen werden musste. Und das hier ist dann, da wird der T0-Mode wieder auf 1 gesetzt. Dann wird der Timer 0 resettet. Der Timer 1, der wird resettet. Er ist High dann Low geschrieben. Es wird der Port auf F wieder gesetzt, damit die Pegel wieder nach oben gehen, ausgegeben und fertig ist auch dieser Interrupt. Und das alles läuft jetzt so, wie ihr es hier seht. So ein Sprung in dem Programm, ich weiß jetzt nicht mehr genau welchen. Da war der Air-Jump zu weit. Ich glaube, das war der Interrupt. Das heißt, hier stehen ja die Sprünge zu den Interrupts. Das sind Air-Jumps. Das war irgendwo ein Branch, den habe ich dann mitten in das Programm. Das war auch der Grund, warum da so eine, es muss in diesem hier gewesen sein, mit diesem 12xz und dann nach 12x. Das ist, weil der Sprung von, muss man gerade schauen, Label 12xz. So, da ist der Branch zu diesem Label 12xz und der sollte eigentlich zu Label 12x laufen. Dafür war aber
der Sprung zu weit. Deswegen habe ich da so eine Zwischenstation reingemacht und dann läuft das wieder. Okay, ich glaube, man kann aber auch einen Jump machen. Müssen wir mal gucken. Es gibt auch einen Jump. Dann könnte ich auch den dort eintragen. Go, aber wie gesagt, die Jumps, die gibt es nicht als mit einer Bedingung. Das heißt not equal oder wie auch immer. Also da muss man schon ein bisschen basteln. Gut, das war die Erläuterung für dieses Programm hier. Und wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!